Also für die meisten ist das wahrscheinlich ziemlich langweilig hier, aber die Winterlandschaft, ey, ein Traum. Wir sind gerade in Blattnickseele. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Wir stehen jetzt hier auf einem Campingplatz, der hat eigentlich geschlossen. Wir haben aber den Betreiber angerufen und die haben gesagt, das ist kein Problem hier zu stehen. Das Problem einfach mit diesem herrlichen Winterwetter ist, dass hier, man kann sich nicht im Wald stellen oder so, weil einfach nichts geräumt ist. Wir haben, ich schätze mal, so was um die 50 bis 80 cm Schnee. Und dann kommst du leider auch nicht mit dem Sprinter durch. Deswegen bist du irgendwie darauf angewiesen, da zu stehen, wo es geräumt ist. Aber das hat bis jetzt super geklappt. Viele Campingplätze haben auch offen. Und ich war gerade mit dem Hund eine Runde. Wir haben so etwa minus 5 Grad. Und eine fantastische Winterlandschaft, das ist echt unglaublich. Also wunderschön. Ich hoffe, ich kann euch das noch ein bisschen im Laufe des Videos zeigen. Ich kann es nur jedem empfehlen, es ist einfach traumhaft. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. You need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from our chemistry. Dies ist eine der üblichen Tankstellen, wie sie hier fast in jedem kleineren Ort zu finden sind. Wir nutzen das gerne, da die Preise ganz günstig sind, oftmals günstiger als an den großen Tankstellen. Ich stelle mich diesmal leider etwas dusselig an, denn Tag-Kord heißt, dass man die Karte entnehmen muss und dann kann man auch seine Zapfsäule wählen. Aber dann gelingt der Tankvorgang zum Glück doch noch und wir müssen nicht frieren und können weiterfahren. You know I always got your back. So please don't tell me that I broke us, cause I could never live with that. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. Am Nachmittag gibt es dann einen kleinen Zwischenstopp in Kopdales, um mit Emi eine kleine Runde zu gehen und einen Kaffee zu trinken. Man könnte hier auch übernachten. Wir sind aber nicht die Skifahrer, daher fahren wir weiter. Und dann endlich, wir überqueren den Polarkreis. Ja gut, okay. Wir erreichen das Polarkreiscenter, um genau zu sein. Aber das hat wie immer geschlossen. Wir haben noch nie erlebt, dass es offen war. Das Gute ist, hier gibt es eine öffentliche Toilette und eine Entsorgungsstation für Wohnmobile. Diese funktioniert trotz des Winters wunderbar. So können wir Frischwasser tanken und Abwasser sowie Toilette entsorgen. Und dann geht's weiter nach Jokkmokk. Ach, und wir treffen noch einen anderen Wohnmobilisten. Ratet doch mal, was für ein Landsmann das ist und schreibt es in die Kommentare. You're watching me steady, I know, wondering why I'm so hollow. You're showing me all of your best, while I'm giving you what I got left. I got caught. Die Nacht verbringen wir auf dem Arctic Camp in Jokkmokk. Der Campingplatz hat allerdings auch zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Die nette Dame am Telefon erklärte uns aber, welches Sanitärhaus wir benutzen können und dass wir uns den schönsten Platz raussuchen können, den wir wollen. Wir sind ja eh die einzigsten Gäste. Das mit dem Platz nehmen wir wörtlich. Nur Amy findet es nicht so prickelnd, dass der Schnee ihr bis zum Bauch reicht. Oh, Schatzi, das sieht gut aus. Um 19 Uhr hätten wir ein KP von 3. Na, mal gucken. Na, Amy, fällt das runter? Umlag gibt's heute. Nach dem leckeren Abendessen gibt es noch ein paar Übungseinheiten für Amy. Ach, und keine Angst, das Video ist hier noch nicht zu Ende. Aber das ist genau der richtige Moment, um für uns ein Abo dazulassen. Denn das ist für uns als Mini-Kanal besonders wichtig. Und allen, denen unsere Videos gefallen, ist es natürlich toll, wenn ihr den Daumen hoch drückt. Und allen, denen unsere Videos nicht gefallen, die dürfen gern zweimal auf den Daumen runter Button drücken. Vielen Dank und lasst euch weiter bei tollen Bildern entführen. Schäm dich. Schäm dich. Achtung. Warte. Fein. Komm her. Los. We may have it all. Ja, warte, du kriegst dein Leckerli. Up the ladder, Prima. down Komm weiter. the road. Different mysteries. Ja, los, weiter. Full of mixed with tea. Einen schönen guten Morgen. Es ist der 27.12., 9:30 Uhr. Wir sind in Jokkmokk. Außentemperatur ungefähr minus 16 Grad. Heute Nacht waren es wohl minus 20. Da hinten ist der Sonnenaufgang, aber so sieht es halt auch im Prinzip den ganzen Tag hier aus. Also ganz dunkel, ganz schwarz ist es nicht, wie die meisten Leute denken. Sondern es ist gut auszuhalten und es ist einfach ein fantastisches Licht. Mit den Bäumen zusammen und dem Winterwetter ist einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Ich hoffe, dass die auch nur ansatzweise so auf dem Video rüberkommt, wie man das hier fühlt. Es ist einfach herrlich. Anders lässt sich das nicht beschreiben. Einfach fantastisch. Hier sieht man so ein paar Spuren, wie sie mit ihren Skidos über die Seen fahren und sich eine Abkürzung suchen. Hier gefühlt das Hauptfortbewegungsmittel. Natürlich noch ein paar PKWs, aber die fahren nur auf Hauptstraßen. Und jeder PKW hier hat einen Anhänger hinten dran, aber wirklich, also mindestens 90 oder 95% aller PKWs. Und hinten in dem Anhänger sind meistens 2 Skidos drin. Und die fahren irgendwo bis dahin, wo die Straße geräumt ist, wo der Weg frei ist. Dann klappen sie ihren Anhänger auf und dann fahren sie mit ihren Skidos weiter. Und das sieht man hier echt ganz, ganz, ganz häufig und ganz, ganz oft. Und man sieht dann auch immer die PKWs mit den halb offenen Anhängern irgendwo am Straßenrand oder in der Parkbuchte stehen oder sowas. Und dann gehen immer die Wege weg, wo sie mit ihren Skidos fahren. Aber das ist eine Atmosphäre, ein Licht, also es ist einfach nur herrlich. Oh. Jetzt hat hier gerade das Eis direkt hinter mir gekracht. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Das hört sich schon ein bisschen unheimlich an, muss ich sagen. Aber fantastisch. Nach einem sehr ausgedehnten Frühstück beschließen wir, den Tag in Jokkmokk zu verbringen und die Gegend etwas zu erkunden. Dazu müssen wir uns aber erstmal durch den Schnee wühlen. Das macht aber einen Riesenspaß und ich bin erstaunt, was der Sprinter so kann. Like a river in the dark,
every wall. Come one, come all. You're like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Wir besuchen das Ortsche-Museum und bekommen hier einen sehr guten Überblick über das Leben der Lappen, früher in dieser Region. Die Ausstellung ist sehr interessant und dank des kostenlosen deutschen Audioguides auch leicht verständlich. Nun haben wir im Winter keine Probleme mit Mücken, trotzdem trainieren wir schon mal für den Sommer. Zwölf. And under blue skies with an open glass, we head over heels, filled with dreams. Hier endet jedes Jahr im März das längste Skirennen der Welt mit 220 Kilometern. Es führt von Porkitschauer nach Jokma. Es ist jetzt ungefähr 14 Uhr und wir haben minus 18 Grad draußen. You lift me up till we levitate. So, noch schnell was einkaufen. Im Übrigen haben die Geschäfte hier täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr verhungert. Emi genießt es auch mal, wenn wir nicht da sind. Die schwedischen Zimtschnecken haben mir es echt angetan. We can go wherever. We can be whoever. You and me. Just when I need you. You said sail and navigate. When I need you. Die Nacht verbringen wir wieder auf demselben Platz. Leider lassen sich auch heute Nacht keine Nordlichter sehen. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Nicht vergessen zu abonnieren. Über einen Daumen hoch würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und wenn ihr die Glocke läutet, dann bekommt ihr die Nachricht fürs nächste Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.